Endlich Regen. Obwohl ich eine echte Sonnenanbeterin bin, weiß ich mittlerweile, wie wichtig Regen ist. Gerade die letzten Wochen war es eher trocken und für den heißen Sommer brauche ich an meinem Haus im Wald ohne Wasseranschluss noch dringend Wasserreserven. Die Sonne ist wieder da. Voll verrückt, die Sonne trifft hier gerade auf das kalte Dach und es dampft so richtig, das habe ich noch nie gesehen. Krass, wie viel in dem Eimer sich gesammelt hat. Ich freue mich gerade wirklich über jeden Tropfen, der hier die Erde berührt oder in meiner neuen Regentonne landet. Ja! Oh mein Gott, wie mich das freut! Das ist ja unfassbar. Okay, ich glaube, das reicht. Ich bin gerade sehr stolz, dass ich hier nochmal den inneren Schweinehund überwunden habe. Ich hatte überhaupt gar keine Lust, jetzt nochmal rauszugehen, weil alles so nass ist. Aber jetzt kommt nochmal die Sonne raus und es ist auch ein schönes Gefühl, nicht den ganzen Sonntag drin zu hocken. Ich tüftel jetzt gerade an meiner Tomatenlösung. Hier unten habe ich jetzt schon mal Löcher reingemacht, damit quasi das überschüssige Wasser ablaufen kann. So. Tada! Als erstes die Stöcke und das Laub. Kompost ist drin. Jetzt die Pferdeäpfel, die geben auch gute Nährstoffe. Ups. Hornspäne und Urgesteinsmehl. Den Basilikum mache ich ein bisschen auseinander. Dann nehme ich nur so ein bisschen was davon. Das tue ich quasi auch noch zu den anderen Tomaten. Das kommt hier hin. Die beiden Tomaten habe ich geschenkt bekommen und hier ist so ein Sticker dran. Grün. Bedeutet das sind grüne Tomaten? Bin ich ja mal sehr gespannt. Ich habe in den letzten 3 Wochen meinen Garten angelegt, die Hochbeete, meine Blumenbeete, Kräuter ausgesät und dabei eine Sache ein bisschen vergessen, nämlich, dass ich ausschließlich auf Regen und Brunnenwasser zum Gießen angewiesen bin, da ich ja hier keinen Wasseranschluss habe. Das heißt, eine Regentonne wird mich nicht über den Sommer bringen. Ich war shoppen und habe einen riesigen Tank gekauft. Was lustig ist, weil ich erst vor ein paar Tagen die Regentonne gekauft habe. Ja, die ist natürlich viel zu klein, habe ich dann auch recht schnell festgestellt. Deswegen habe ich jetzt einen Tank gekauft. Ich habe den Gebrauch gekauft. Ich habe ein kleines, großes Auto mir geliehen und den hierher gebracht. Und jetzt werde ich den aber auch noch schön verkleiden, damit der nicht so hässlich aussieht. Ist jetzt ein bisschen ein schlechter Zeitpunkt, weil die Tonne jetzt natürlich voll ist, aber der Tank hierhin muss. Das heißt, ich muss jetzt dieses Wasser loswerden. Ich wollte aber ja Brennnesseljauche machen. Ich versuche jetzt halt, dass ich möglichst kein Wasser wegschütten muss. Ich versuche das irgendwie abzufüllen in Eimer oder weiß noch nicht. Und Brennnesseljauche wollte ich wie gesagt machen. Deswegen ist das jetzt die Gelegenheit, das anzusetzen. Willkommen auf meiner Brennnesselplantage. Das kommt alles in den Topf und das rühre ich dann alle paar Tage um. Und nach einer Woche habe ich dann einen 1A natürlichen Dünger. Das hier ist mein Kanister im Keller. Hier ziehe ich mir gerade vom Brunnen
Wasser in meinen Kanister und mit der Pumpe kann ich das dann quasi auch in den Hauskreislauf nach oben dann verwenden. Das ist ein ganz normales Hauswasserwerk. Und ja genau, gerade wenn es geregnet hat, macht Sinn, die nächsten Tage einfach das Wasser dann auch aus dem Brunnen rauszupumpen, damit der Brunnen wieder nachläuft und der eben immer einen guten Durchlauf hat. Jetzt hört man aber schon, dass das Wasser halt weniger wird, dann mache ich das auch aus. Ja, aber ist fast voll und ich mache oben beim Kanister weiter. Ich bin gerade an dem Punkt, an dem ich mich frage, warum ich mache, was ich mache. Warum habe ich mich dafür entschieden, einen IPC-Tank mit Holz zu verkleiden? Das wird super schön aussehen, aber ist irgendwie auch schon ein bisschen viel Arbeit eigentlich. Ich dachte, ich mache das so in, keine Ahnung, einer Stunde, wie man das halt immer so denkt. Jetzt habe ich aber erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um mir hier diese Konstruktion auszudenken, wie ich das dann überhaupt zusammensetze. Aber jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Es ist dunkel, es ist um 10, es ist so still. Traut sich kaum zu sprechen. Ich habe hier die komplette Unterkonstruktion fertig. Bin sehr zufrieden und freue mich total, das morgen zu verkleiden. Man hört noch ein paar Vögel. Sonst ist es still. Da ist einer. Gute Nacht. Oh, Sonne, das taut mich auf. Ja, gutes Wetter, gute Laune. Naja, wir haben ja gelernt, nicht nur Sonne ist gutes Wetter, aber es tut schon gut, kann man nichts sagen. Ich bekomme Besuch heute, was eigentlich gut ist, weil ich dachte, dann könnte ich mit denen den Kanister auch justieren. Also dahin stellen, wo er dann hin soll. Aber das Ding ist, er ist ja noch gar nicht fertig. Ja, daher mache ich jetzt mal weiter hier. Ich habe mich für so ein Keil-Profilholz entschieden, weil ich habe noch nie mit so einem Keil-Profilholz gearbeitet und ich dachte, das ist eine ganz gute Gelegenheit, das mal zu testen, ob das was für mich ist, perspektivisch. Wir erleben jetzt hier gemeinsam mein erstes Keilprofil. Wow, das ist so cool. Das ist ja der Hammer. Fesch. Hä? Und dann muss ich das Holz gar nicht halten, weil das ja eh schon einrastet. Mein Gott, in welcher Welt leben wir? Das ist ja unfassbar cool. Mein Besuch darf jetzt auch mit anpacken. Ja, das macht schon Spaß. Das ist doch der Hammer. Patrick, freu dich mal ein bisschen mehr. Ja, geil. Willst du es auch anschrauben? Besseres. Bitte? Du darfst es auch anschrauben, wenn ja. du willst. Patrick, no pressure, aber ich filme das. Okay. Setzt mich überhaupt nicht unter Druck. Siehst du, zu dritt haben wir das jetzt hier voll. Teamleistung. Ja, alles schon vorgeschnitten, nur noch dran schrauben. Danke euch.
Tada! Finde ich schon mal besser als davor. Ich mache heute was, worauf ich mich sehr freue. Und zwar bringe ich jetzt mal hier diesen Kühlschrank raus. Tada! Ich habe tatsächlich diesen Kühlschrank hier kein einziges Mal verwendet, weil das halt so ein regulärer Kühlschrank ist. Zum einen ist er viel zu groß für mich alleine und zum anderen ist es ja so, dass ich hier nur Solarstrom habe. Das heißt, ich habe eine Batterie und einen Wechselrichter. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mehrere Stunden nicht da bin oder auch nachts, schalte ich tatsächlich den kompletten Strom aus, damit der Wechselrichter einfach nicht die ganze Zeit wechselt und halt Strom verbraucht damit. Daher freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier meinen EcoFlow-Kühlschrank habe. Bei dem ist es so, jetzt habe ich ihn genau andersrum hingestellt, dass der einen Akku hat. Und das ist tatsächlich für meine Zwecke optimal. Da ist das Ding. Der Akku hat 298 Watt. Das heißt, ich kann bis zu 43 Stunden diesen Kühlschrank autark betreiben. Der Plan für mich ist jetzt also, dass ich den immer lade, wenn gutes Wetter ist, wenn ich Überschuss habe. So kann ich an bewölkten Tagen meine Hausbatterie schonen und mein Kühlschrank kühlt auch in der Nacht, wenn mein Strom eigentlich aus ist. Ich habe die 35-Liter-Version, das ist die kleinste. Es gibt noch zwei größere bis zu 55 Liter, aber selbst in meine kleine passt schon eine Menge rein. Die EcoFlow Glacier kann sowohl kühlen als auch gefrieren. Ich habe aktuell 8 Grad eingestellt. Bei den größeren Versionen gibt es sogar die Möglichkeit von 2 Fächern. Da kannst du quasi einfach als Kühlschrank und das andere als Eisfach nutzen. Die Glacier ist super für alle, die auf einen autarken Kühlschrank angewiesen sind. Praktisch ist auch, dass man den Deckel von beiden Seiten öffnen kann, für den Camperausbau zum Beispiel. Die Glacier kann man auch über die Autosteckdose, über 12 Volt oder direkt mit dem Solarpanel laden. Wie immer bei EcoFlow kannst du die Kühlbox auch per App steuern. Für alle Infos zu EcoFlow Glacier findest du einen Link in der Infobox. Leuchtet's rot. Okay. Leuchtet's rot? Ja. Jetzt leuchtet rot. Ich bin nicht alleine. Ich habe Besuch von einem Hund mit seinen, wie nennt man das? Herrchen? Herrchen. Besitzer. Hallo Hund. Ja, wir machen jetzt hier Sonnenblumen, damit das richtig hübsch aussieht. Es fängt an zu regnen. Wir brauchen Regen. Ja. Die Sonnenblumen sind eines der letzten Sachen, die jetzt im Garten noch gefehlt haben. Aber eines der Sachen, die mir tatsächlich am wichtigsten sind, weil die Sonnenblumen mir so viel Freude bereiten werden. So verrückt, weil ich habe die alle vorgezogen. Vom Samen bis zu den kleinen Pflänzchen, die sie jetzt sind. Und ich habe hier mit so Bambusstäben gearbeitet. Da werde ich dann später, wenn die größer sind, noch Schnüre spannen. Hier sind sie, meine ganz kleinen vielen. Boah, die sind wirklich viele. Ich habe sogar noch mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich die noch hinmachen soll. Ist das nicht schön? Ich habe hier letztens gezeigt, dass ich aktuell immer Baguette backe. Haben super viele Leute gefragt, wie ich das mache. Daher dachte ich, ich teile mal das Rezept, weil es wirklich so einfach ist. Das war jetzt schon so ein kleiner Fail. Man braucht lauwarmes Wasser für die Hefe. Und dann stelle ich das immer auf den Herd und vergesse es und dann wird es zu heiß. Dann geht die Hefe kaputt. Das ist ganz schlecht. Deswegen lasse ich es jetzt wieder abkühlen. Zu den 500 Gramm Mehl kommen noch ein Esslöffel Zucker und ein kleines bisschen Salz. Ich verwende aktuell Trockenhefe, weil ich die ganze Zeit jetzt noch keinen Kühlschrank hatte. Frische Hefe ist sicherlich besser, nur das muss halt gekühlt werden. Und ich habe den Kühlschrank erst seit einer Woche, deswegen habe ich noch relativ viel Trockenhefe. Und die Hefe löse ich jetzt hier in 350 Milliliter warmem Wasser.
Das muss jetzt 2 Stunden gehen, bevor man es backen kann. In den letzten Tagen sind hier die Buschbohnen aufgeploppt. Das hat mich richtig gefreut, irgendwie so zu sehen, wie die langsam aus der Erde schießen. Ich setze jetzt hier noch ein paar dazwischen, weil die sich auch ganz gut gegenseitig stützen können. Ich finde das so cool, die unterschiedlichen Stadien zu sehen, wie die dann langsam größer werden. Hier die Ringelblumen kommen auch schon. Ja, und meine Radieschen, da muss ich ein bisschen gucken, die muss ich ausdüngen. Den da könnte man fast schon rausnehmen, damit da hier jede genug Platz hat. Möhrchen habe ich auch wirklich etwas großzügig gesät. Da muss ich sehr viele rausnehmen. Meine Mama hat ihren Rosmarin zurückgeschnitten und sie meinte, dass man davon auch Ableger machen kann. Ich weiß nicht, ob Ableger das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall mache ich jetzt unten die ein bisschen frei, damit die hier im Wasserglas dann hoffentlich Wurzeln schlagen und dann kann ich das quasi bei mir einpflanzen. Ich finde, eins der coolsten Sachen, die man anbauen kann im Garten, ist Kapuzinerkresse. Das wurde bei mir einfach noch nie nicht was. Und es ist einfach so cool. Also das sind ja so essbare Blüten. Das ist, glaube ich, auch ein Kressegewächs. Also es schmeckt auf jeden Fall wie Kresse im Prinzip. Und macht einfach gute Laune, wie ich finde, da man damit das Essen so schön dekorieren kann. Und eine Freundin von mir, die lässt den immer hängend wachsen. Das finde ich mega schön, weil Kapuzinerkresse hängt dann quasi so nach unten. Deswegen ja, habe ich jetzt hier so einen Hänger besorgt und sie hat das immer mit so einer Kokosmatte gemacht, damit halt die Erde hier nicht durchfällt, logischerweise. Und das habe ich jetzt einfach genauso nachgemacht. Ich liebe das einfach, wenn meine Freunde gute Ideen haben. Das bereichert einfach die komplette Gemeinschaft. Ich freue mich schon so auf ganz viele gelbe Blümchen. Fast vergessen. Es ist nämlich sehr wichtig, unten in den Ofen ein bisschen Wasser reinzustellen in einen Topf. Ich muss jetzt noch eine Änderung für den Shop machen. Es ist total süß, wie die Kundin mir das hier geschickt hat. Das sind alles Ohrringe, die sie bei mir im Shop bestellt hat. Und es ist ein bisschen witzig, weil, also wenn Leute öfter bestellen, ich meine, wir bekommen keine Millionen Bestellungen, irgendwann erkennst du den Namen. Und bei ihr, wenn ich mir sie vorstelle, hat sie so 9 Ohren. Sie hat 4 in Gold und 5 in Silber oder so. Ne, 1, 2, 3, 4. Wie auch immer. Auf jeden Fall die, die Gold sind, die möchte sie jetzt auch in Silber. Deswegen ändere ich die jetzt alle auf Silber um. Ich muss ehrlich sagen, dass mir es ein bisschen schwer fällt gerade, alles unter einen Hut zu bekommen. Auch
Der Shop ist was ich super gerne mache, aber jetzt wirklich zu kurz kam absolut diesen Monat. Wir wollten die ganze Zeit eine neue Mondkette rausbringen und es ging keinen Meter vorwärts. Es ist halt jetzt hier mein erster Frühling am Haus und ich mache halt so viele Aufgaben hier jetzt zum ersten Mal und auch super vieles, was ich natürlich nicht filme, was einfach dazugehört. Und ich erinnere mich noch, dass der Vorbesitzer bei der Besichtigung meinte, der guckte mir so in die Augen und meinte so, du weißt schon, wie viel Arbeit das hier ist? Und ich war so, ja, ja, klar, logisch. Kein Problem. Trotzdem macht man es natürlich gerne, aber ich merke halt, dass ich alles in allem mich noch ein bisschen eingroove und wenn man Sachen dann ein-, zweimal gemacht hat, dann geht es natürlich auch schneller. Das Baguette ist gut geworden. Ich bin nur ein bisschen genervt. Aus einem anderen Grund. Und zwar haben Schnecken mein eines Beet komplett zerfressen. Das ist so gemein. Ich bin richtig sauer. Ich habe gerade nochmal Kürbis und Zucchini neu ausgesät, weil 2 Kürbispflanzen sind weg, eine Zucchini ist weg. An meinen Kohl sind jetzt so komische Käfer. Also es bleibt spannend. Ich dachte irgendwie schon 10-mal so im Garten so, ja, jetzt ist ja alles fertig, jetzt gieße ich nur noch den ganzen Sommer und das war's. Aber nein, nein, so ist das nicht. Auch mein gesamter Anzugsschrank ist noch voller Pflanzen, keine Ahnung, wo die noch hin sollen. Aber okay, ich freue mich jetzt aber wirklich drauf, auch mal wieder ja, ein bisschen was anderes zu machen als nur Garten. Ich habe eine Menge Holz gekauft und bin richtig motiviert, jetzt auch am Haus ein bisschen weiterzumachen. Weil da sich einfach die in den letzten Wochen nicht so viel getan hat, weil ich einfach hauptsächlich hier draußen war. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf, es auch drin wieder ein Stückchen mehr gemütlicher zu machen. Aber dazu dann im nächsten Video.